Hallo Leute, heute möchte ich euch Aerofit vorstellen. Gleich vorweg, ich habe mit der Firma eine Kooperation geschlossen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, damit spart ihr über 50 Euro. Wer mich besser kennt, weiß, die Beschreibung neugieriger Wissenschaftler trifft es bei mir eigentlich ganz gut. Ich probiere extrem viele Trainingsgadgets aus. Viele davon waren richtiger Mist und die würde ich niemals am Kanal präsentieren. Wenn ich aber was gefunden habe, so wie Aerofit, das bei mir funktioniert, schaue ich mir immer die Studienlage an. Deshalb findet ihr in der Videobeschreibung auch 8 Studien. Viele davon bestätigen die Wirksamkeit. Manche finden aber auch keinen signifikanten Unterschied. Auch die habe ich euch natürlich nicht verschwiegen, das ist einfach Wissenschaft. Ich will da ganz offen und transparent sein. Warum ich mit Aerofit die Kooperation geschlossen habe? Ich hatte noch nie ein Produkt, das mir in so kurzer Zeit mit durchschnittlich 7 Minuten Training pro Tag einen so großen Leistungsboost gegeben hat. Aerofit selbst, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, spricht von 7% Leistungsverbesserung und einem Muskelwachstum des Zwerchfells von 30% innerhalb von 6 Wochen. Den Muskelwachstum des Zwerchfells kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, aber was ich gemacht habe, ich habe mir meine All-Time-Bestleistungen angeschaut und wie sie sich entwickelt haben, seitdem ich mit Aerofit trainiere. Meine 5 Kilometer Zeit hat sich um 19 Sekunden verbessert. Das ist eine Verbesserung von 1,8%. Die 10 Kilometer Zeit hat sich um 1 Minute 20 verbessert. Das ist eine Verbesserung von 3,5%. Meine Marathonzeit hat sich um 9 Minuten 33 verbessert. Das ist eine Verbesserung von 4,8%. Bei mir ist es also so, je länger, desto größer ist der Benefit. Und vor allem, das sind All-Time-Bests, die teilweise schon ein paar Jahre alt waren. Halbmarathon bin ich nicht gelaufen, wahrscheinlich wäre auch das eine Personal Best geworden. Beim Radfahren hat sich meine FTP, während ich mit Aerofit trainiere, um 31 Watt, das wären 10,3% verbessert. Da muss ich aber ehrlich sein, das täuscht ein bisschen, weil meine Radperformance beim Trainingsstart nicht top war, aber die Aerofit FTP ist noch immer um 11 Watt besser, das sind 3,7%, als meine bisherige Bestmarke. Aber wie funktioniert dieses Teil jetzt eigentlich? Durch ein Widerstandstraining bei der Ein- und/oder Ausatmung trainiert Aerofit die Atemhilfsmuskulatur. Es ist somit kein Hokuspokus. Das ist ein ganz normales Krafttraining und die Atemhilfsmuskulatur ist eine Muskulatur wie jede andere, die auf Krafttraining anspricht. Das ist auch anstrengend. Und durch das Krafttraining werden die Muskeln halt ökonomischer und stärker. Somit verbessert sich indirekt die Lungenfunktion und somit auch die Leistungsfähigkeit. Die Zielgruppe sind somit Sportler, gesunde, aber auch kranke Menschen, weil natürlich jeder von einer verbesserten Lungenfunktion und Leistungsfähigkeit profitiert. Die Ursprünge des Geräts kommen auch aus der Pulmologie und sind bei der Behandlung von COPD oder Asthma gang und gäbe. Jetzt ist natürlich Long-Covid das Hauptthema und auch da scheint das Atemtraining nützlich zu sein. Aerofit funktioniert ziemlich smart. Es fragt vor dem Training die Ziele ab und überprüft vor dem Trainingsstart die Lungenfunktion. Diese Daten werden dann mit dem Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht kombiniert, um ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm zu erstellen, bei dem eure Daten quasi als Grundlage dienen. Und diese Trainingseinheiten sind halt von weltweit anerkannten Atmungsexperten entwickelt worden. Anschließend gibt Aerofit einstellbare Widerstandsstufen für die Atemhilfsmuskeln, also hauptsächlich Zwerchfell und die Zwischenrippenmuskeln vor, wodurch sowohl bei der Inspiration als auch bei der Expiration trainiert werden kann. Während des Trainings misst Aerofit die Atmung und sendet die Daten in Echtzeit an die App. Man hat also Live-Feedback bei den Übungen. So, zum Abschluss jetzt noch ganz kurz mein persönliches Feedback. Also, was mir richtig taugt, man kann es überall mitnehmen. Das Ding, ich habe sogar bei der WM in Abu Dhabi dabei gehabt und habe da regelmäßig trainiert. 5 bis 10 Minuten Training kann jeder Sportler irgendwo noch einbauen. Und was für Sportler ganz wichtig ist, es ist
richtiges Training. Ich hatte tatsächlich Muskelkater von dem Training. Bereits nach ein paar Tagen hat sich die Lungenfunktion verbessert. Da bin ich als Wissenschaftler natürlich vorsichtig, weil das ist ein Lernprozess. Man lernt, das Gerät besser anzusteuern. Dadurch kommt diese Verbesserung zustande. Man merkt beispielsweise, okay, mit vollem Magen funktioniert es nicht so gut. Bei einer leichten Erkältung ist die Lungenfunktion auch gleich schlechter. Das heißt, ich habe mein Training da komplett standardisiert, immer unter gleichen Bedingungen trainiert. Aber trotzdem hat sich die Lungenfunktion, die Inspiration und die Expiration kontinuierlich gesteigert. Und nach ein paar Wochen hat mir das nicht nur die App gezeigt, sondern ich habe es halt subjektiv auch gemerkt. Zuallererst beim Schwimmen, dass ich einfach mit der Atmung viel besser zurechtkomme, vor allem wenn ich härter schwimme, und beim Intervalltraining. Da war die Lunge nicht mehr der limitierende Faktor. Wenn ihr selbst schon Erfahrung mit Aerofit hattet, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. Für mich ist es ein mega Investment, man kauft sich das Ding einmal und hat es das ganze Leben. Besonders für Sportler, die sehr ambitioniert sind und die irgendwie schon so ein bisschen ein Plateau erreicht haben, ist das, glaube ich, ein cooles Gadget, wo man an einer ganz neuen Stellschraube nochmal drehen kann. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, mir hat es extrem viel gebracht. Wenn ihr euch das Ding jetzt kauft, bitte schreibt auch in 1, 2 oder 3 Monaten da nochmal in die Kommentare rein. Hat sich was verbessert? Wenn ja, wie viel hat sich verbessert? Das hilft natürlich den anderen Zuschauern auch extrem. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Es war jetzt nicht Sinn und Zweck, ein Werbevideo zu machen. Aber ich nehme euch ja bei meinem eigenen Training mit. Und wenn ich jetzt etwas finde, was mir einen wirklichen Benefit bringt, wäre es natürlich blöd, wenn ich euch das verheimlichen würde. Ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr das getestet habt. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Know it, do it.